Am Morgen des 30. Jänner 1889 wird im Jagdschloss Mayerling eine Tür aufgebrochen. Dahinter liegen zwei Tote: der österreichische Kronprinz Rudolf und ein 17-jähriges Mädchen, Mary Vetscherer. Über sein Leben wurde viel geschrieben und erzählt. Aber wer war das junge Mädchen, das sich entschied, mit ihm in den Tod zu gehen? War sie eine austauschbare Geliebte? Oder die große Liebe des Kronprinzen, mit der er im Leben nicht zusammen sein konnte? Oder war sie ein verführter, schwärmerischer Teenager, ausgenutzt für Rudolfs eigene Pläne? Je tiefer man eintaucht in die Quellen, in die Briefe, Erinnerungen und die erschütternde Denkschrift ihrer Mutter, desto deutlicher wird: Hinter der Tragödie von Mayerling steht ein reales Mädchen, dessen fatale Liebe ihre Hoffnungen, Träume und schließlich ihr Leben verschlang. Ich bin Kathi, Stadtführerin in Wien, und versuche euch heute das kurze Leben Marys näher zu bringen. Und wenn ihr euch auf einen intensiven Deep Dive in die Geschichte mit originalen Quellen statt verkürzten, dramatisierten Geschichten freut, seid ihr hier auf meinem Kanal richtig. Alle weiterführenden Informationen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Doch um Mary zu verstehen, müssen wir nicht in Mayerling beginnen, sondern in Wien. In einer Welt aus Glanz, Ehrgeiz und gesellschaftlichem Aufstieg. Teil 1: Wer war Mary Vetscherer? Marie Alexandrine Freien von Vetscherer, genannt Mary, wurde am 19. März 1871 in Wien geboren. Sie war das dritte von insgesamt 4 Kindern des aus Pressburg stammenden Diplomaten Albin Johannes Ritter von Vetscherer und seiner Gattin Helene, geborene Baltazzi, die aus einer der reichsten griechischen Familien ihrer Zeit stammte. Albin von Vetscherer war nach dem frühen Tod ihrer Eltern zunächst der Vormund Helenes gewesen und heiratete später sein 22 Jahre jüngeres Mündel. Im Jahr 1880 bezogen die Vetscherers mit ihren 4 Kindern ein herrschaftliches Palais in der Salesianergasse im 3. Wiener Gemeindebezirk. Das Palais Salm-Vetscherer wurde bald zum Mittelpunkt eines gesellschaftlichen Lebens, das vor allem Marys Mutter Helene mit großem Ehrgeiz pflegte. Sie führte ein großes Haus, veranstaltete Bälle und Gesellschaften und war bemüht, Kontakte in die höchsten Kreise der Wiener Aristokratie zu knüpfen. Doch obwohl die Vetscherers vermögend waren, gehörten sie nicht zur alten Aristokratie. Nein, sie zählten zur sogenannten zweiten Gesellschaft, jener neureichen Familien, die zwar Zugang zu gesellschaftlichen Kreisen fanden, von der alteingesessenen Hofgesellschaft aber nie ganz als ebenbürtig betrachtet wurden. Mitglieder der Hofgesellschaft erschienen durchaus auf den opulenten Festen der Vetscherers. Doch die Familie wurde nie vollständig akzeptiert. Und in dieser Welt wuchs Mary auf. Einer Welt, in der Rang, Herkunft und gesellschaftliche Anerkennung alles bedeuteten. Eine Welt, in der junge, schöne Mädchen auch als Aufstiegschancen für Familien gesehen wurden. Und Mary wurde früh bemerkt. Schon als junges Mädchen war sie der Wiener Gesellschaft bekannt. Sie gehörte früh dem sogenannten Kinderkreis der hiesigen Aristokratie an. Auf Kostümbällen und Kindersoireen tanzte sie, wie es hieß, anmutig und graziös durch die Salons Wiens. Am 23. März 1884 erschien die 13-jährige Mary von Vetscherer auf dem Titelblatt des Salonblattes und wurde als eine der lieblichsten Zierden des Festes bezeichnet. Von diesem Jahr an erschien alle 2 bis 3 Wochen eine Kolumne des Salonblattes, das über die gesellschaftlichen Ereignisse Wiens berichtete und wo Mary auch beinahe hymnisch immer beschrieben wurde. Das ebenso schöne wie tüchtige Mitglied des Eislaufvereins, schrieb das Blatt, sei ein Mädchen, an dessen Anblick man sich kaum satt sehen könne. Wer dieselbe auf dem glatten Eisparkett dahingleiten sieht, kann sich an diesem lieblichen Bilde nicht satt sehen. Im Oktober des darauffolgenden Jahres liest sich ihre Beschreibung beinahe wie die einer idealisierten Schönheit. Anmutig, liebenswürdig, reizend, ein Bild ohne Worte,
das man getrost in seinem unmittelbarsten Reiz auf den Beschauer wirken lassen kann. Und auch im Jahr 1887, mittlerweile zu einer jungen Dame herangewachsen, verlor die Wiener Gesellschaft kein Wort ihrer Bewunderung. Zu den entouriertesten und mit Recht viel bewundertsten jugendlichen Schönheiten gehörte in der verflossenen Saison unstreitig Mary Wätscherer, deren Liebreiz überall, wo die wundervollen Mädchenaugen der Baroness entzückt in die Welt hineinblickten, zur bestrickendsten Geltung kam. Aus dem reizenden Kind ist eine reizende Dame geworden. Es fällt auf, wie früh Mary ins Rampenlicht gerückt wurde. Noch ehe sie erwachsen war, schrieb man bereits über ihre Erscheinung, ihre Schönheit und ihre Wirkung auf andere. Ein Journalist des Berliner Börsenkurier beschrieb sie später mit Worten, die viel über den Blick der Zeit verraten. Die junge Baroness Wätscherer ist sehr nüchtern, also keineswegs eine romantisch veranlagte schwärmerische Natur. Sie strahlt aber jenen Hauch heißer Sinnlichkeit aus, welcher umso mehr auf die Männer wirkt, je sinnlicher ihre eigene Natur ist. Doch wer war Mary wirklich, abseits von diesen Zuschreibungen? Teil 2: Das Mädchen hinter der Fassade. Wie wir gehört haben, galt sie in den Augen der Wiener Gesellschaft als eine der schönsten jungen Baronessen ihrer Generation. Die Zeitungen beschrieben ihre großen, dunklen Augen, ihre Anmut und jene eigentümliche Mischung aus jugendlicher Frische und bereits erstaunlicher Reife. Doch hinter diesem Bild der schönen jungen Baroness scheint sich eine deutlich komplexere Persönlichkeit verborgen zu haben. Wer die wenigen persönlichen Zeugnisse Mary Wätscherers liest, erkennt schnell, dieses Mädchen war mehr als eine hübsche Erscheinung der Wiener Gesellschaft. Sie war sehr sensibel, intensiv, unruhig und offenbar auf der Suche nach etwas, das sie selbst nur schwer benennen konnte. Denn ein bemerkenswertes Dokument aus dieser Zeit erlaubt einen seltenen Blick auf ihre Innenwelt. Im Jahr 1884 bat die junge Gräfin Marie Metrowski ihre Freundinnen, sich in ein Einschreibbuch mit dem Titel Confessions, Bekenntnisse, einzutragen. Auch Mary beantwortete die 24 Fragen. Auf die Frage nach ihrer Vorstellung vom Glück schrieb sie keine Antwort. Keine Träume? Keine Hoffnungen? Nur 6 Fragezeichen. Ein kleines Detail vielleicht, und doch ein auffälliges. Denn während andere junge Mädchen klare Antworten auf diese Frage fanden, scheint Mary immer noch auf der Suche gewesen zu sein. Sollte ihr kurzes Leben noch Zeit geben, herauszufinden, was Glück für sie bedeutete? Leichter fielen ihr andere Antworten. Ihre Lieblingsgetränke waren Sherry und Likör. Als tolerierbaren Fehler ihrer eigenen Persönlichkeit nannte sie Faulheit. Ihre größte Schwäche: Ungeduld. Als Lieblingsmusiker führte sie Beethoven an, als Maler Hans Makart und als Dichter den ungarischen Revolutionshelden Alexander Petőfi. Besonders aufschlussreich aber erscheinen jene Gestalten, die Mary bewunderte. Denn darunter befanden sich ausschließlich Figuren, deren Leben von Leidenschaft, Tragik oder Gewalt geprägt war. Sie verehrte Mary Stuart, die schottische Königin, die 1587 enthauptet wurde. Dann Charlotte Corday, jene Frau, die Jean-Paul Marat ermordete und selbst dann unter der Guillotine starb. Den Nibelungenhelden Siegfried, verraten und ermordet. Und Medea, die düstere, leidenschaftliche Zauberin aus der antiken Mythologie. Das sind keine heiteren Gestalten, keine Figuren unbeschwerten Lebens, sondern Menschen, deren Schicksale von Liebe, Verlust, Opfer und Tragik bestimmt war. Vielleicht verrät dies bereits etwas über Marys Gefühlswelt, über ihre Sehnsucht nach Intensität, über ihren Wunsch nach einem Leben, das größer war als die Konventionen der Wiener Gesellschaft. Denn genau diese Gesellschaft war oft eng, kontrollierend und voller unausgesprochener Regeln. Junge Frauen ihres Standes wurden erzogen, beobachtet und schließlich verheiratet. Nicht Liebe stand dabei im Vordergrund, sondern Herkunft, Rang, Vermögen und gesellschaftlicher Nutzen. Mary jedoch scheint sich kaum mit einer nüchternen Vernunft-Ehe abgefunden zu haben.
Vieles deutet darauf hin, dass sie eine zutiefst romantische Vorstellung von Liebe besaß. Kompromisslos, absolut und alles verschlingend. Vielleicht liegt dieses impulsive Fühlen auch daran, dass Marys Kindheit nicht frei von Verlusten gewesen war. 1881 starb ihr 16-jähriger Bruder Heinrich beim verheerenden Brand des Wiener Ringtheaters. Und auch der frühe Tod ihres Vaters überschattete die Familie. Oder aber sie bewunderte diese berühmten Figuren der Geschichte, weil sie durch ihr tragisches Schicksal unsterblich geworden waren. Wer hätte noch nie darüber nachgedacht, einmal in die Geschichtsbücher einzugehen? Die Wiener Salonière Nora Fugger, die Mary seit ihrer Kindheit kannte und mit ihrer Schwester Hannah befreundet war, beschrieb sie jedenfalls rückblickend als verführerische kleine Nixe. Eine Beschreibung, die viel über den Blick der Gesellschaft auf junge Frauen dieser Zeit verrät. Marie Larisch wiederum, jene Frau, die später eine zentrale Rolle in Marys Leben spielen sollte, erinnerte sich an ihre erste Begegnung mit der inzwischen herangewachsenen jungen Baroness. Ich brauche nur die Augen zu schließen, um sie in ihrer frischen Schönheit vor mir zu sehen. Sie war nicht groß, und ihre geschmeidige Gestalt und ihr voll entwickelter Busen ließen sie älter als 18 erscheinen. Ihr Teint war wunderbar zart. Ihr kleiner, roter, genussfroher Mund öffnete sich über kleinen weißen Zähnen, die ich Mausezähne zu nennen pflegte, und niemals habe ich wieder solche beseelten Augen gesehen, mit solch langen Wimpern und solchen fein gezogenen Brauen. Ihr dunkelbraunes Haar war sehr lang, die Hände und Füße fein und klein, ihr Gang war von einer verführerischen und unwiderstehlichen Grazie. Doch auch solche Beschreibungen müssen mit Vorsicht gelesen werden. Denn viele jener Menschen, die später über Mary schrieben, taten dies erst nach der Tragödie von Mayerling. Manches wurde romantisiert, manches dramatisiert, manches vielleicht auch bewusst verfälscht. Und gerade Marie Larisch hatte allen Grund, ihre eigene Rolle später in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Denn sie sollte eine Schlüsselrolle in der Beziehung zwischen Mary und Kronprinz Rudolf spielen. Rudolf war ein Mann, den so gut wie jede junge Frau jener Zeit bewunderte. Er galt als gebildet, modern, charmant und außergewöhnlich attraktiv. Auch Mary schwärmte zunächst, wie viele andere jungen Mädchen, aus der Ferne für den verheirateten Kronprinzen. Doch im Frühjahr 1888 sollte sich alles ändern. Damals begann Mary, ihr ganzes Denken auf diesen unerreichbaren Mann auszurichten, den Thronfolger der österreichisch-ungarischen Monarchie. Teil 3: Die Begegnung mit Rudolf. Am 12. April 1888 sah Mary den Kronprinzen zum ersten Mal bewusst. Es war ein Pferderennen auf der Galopprennbahn in der Wiener Freudenau, bei dem auch die Familie Wetscherer anwesend war. Ein Ort, an dem sich die aristokratische Gesellschaft Wiens versammelte. Hier trafen sich Adel, Diplomaten, Offiziere und jene Familien, die hofften, wenigstens einen Blick in die Nähe des Hofes werfen zu können. Und Mary gelang dies an diesem Tag. Sie sah ihn. Vermutlich war es nur ein kurzer Moment, ein Augenblick, aber ein Moment, der alles für sie verändern sollte. Denn wie sie später in ihr Tagebuch schrieb, wurde an diesem Tag eine Leidenschaft geboren. Wie gesagt, viele junge Frauen ihrer Zeit schwärmten damals für den Kronprinzen. Doch Mary offenbar mit einer Intensität, die bald auch ihrem Umfeld auffiel. Aus der Denkschrift ihrer Mutter, Helene, geht hervor, dass ihre Tochter Mary bereits eben im Frühjahr 1888 offen über ihre Bewunderung sprach. Das geistvolle Wesen des Kronprinzen mit dem gewinnenden Zauber seiner äußeren Erscheinung hatte bei der Baronin Mary Wetscherer eine schwärmerische Verehrung erweckt, ehe noch eine persönliche Begegnung stattgefunden hatte. Sie machte kein Hehl aus dieser Schwärmerei, allein dieselbe hielt sich in solchen Grenzen und erschien bei dem fast kindlichen Alter der Baroness und dem Mangel jedes persönlichen Verkehrs mit dem Kronprinzen so unverfänglich, dass nicht im entferntesten daran gedacht werden konnte, an die Schwärmerei irgendwelche Besorgnis zu knüpfen. Zunächst
nahm niemand Marys Gefühle wirklich ernst. Warum auch? Sie war 17, der Kronprinz verheiratet. Die gesellschaftliche Distanz zwischen ihnen schien unüberwindbar. Marys Französischlehrer, Gabriel Dubré, bemerkte bald eine Veränderung an seiner Schülerin. Kurz nach ihrem Tod schrieb er über jene Monate: Die Baroness scheint sich im Frühjahr 1888 in den Kronprinzen verliebt zu haben, denn von dort ab trat in ihrem Benehmen und in ihrer Stimmung eine auffallende Veränderung zutage. Sie sprach von ihm mit großer Begeisterung, aber ich hielt die Sache für ungefährlich. Sie werde sich schon wieder verflüchtigen, hoffte ich, wenn einmal ein ernster Bewerber um das schöne 17-jährige Mädchen auftrete. Doch Marys Gefühle verflüchtigten sich nicht. Im Gegenteil. Marys Schwärmerei steigerte sich rasch. Besonders dann, wenn sie Rudolf öffentlich sah. Bei den Frühjahrs- und Sommerrennen des Jahres 1888 glaubte sie zunehmend von ihm bemerkt worden zu sein. Ihre Mutter schilderte später: Im gesteigerten Maße äußerte sich diese Schwärmerei zuerst, als die Baroness bei den Frühjahrs- und Sommerrennen des Jahres 1888 von dem Kronprinzen, wie sie ihrer Vertrauten mitteilte, sich beachtet glaubte. Wenn sie den Kronprinzen gesehen, sagte sie immer zu ihrem Kammermädchen: Heute habe ich den Kronprinzen gesehen. Er war so schön. Oft auch fügte sie hinzu, wenn sie dem Kronprinzen im Prater begegnet war, er habe ihr so lieb gedankt mit seinen schönen Augen. Immer häufiger suchte Mary Orte auf, an denen sie Rudolf begegnen konnte. Pferderennen, die Praterallee, die Hofoper. Sie begann, Zeitungsberichte zu lesen, Bilder zu sammeln und Informationen über ihn einzuholen. Nora Fugger erinnerte sich später: Der Kronprinz wurde bei einem Rennen im Frühjahr 1888 auf Mary aufmerksam, lernte sie jedoch damals nicht kennen, scheint aber auf ihr Augenspiel gleich eingegangen zu sein, was ihr ganz den Kopf verdrehte. Bald darauf hat sie den Kronprinzen in der Oper gesehen, wobei sie durch ihr Benehmen en face der Hofloge ihre Gefühle so deutlich erkennen ließ, dass ihr der Kronprinz dann auch mittels Opernglases seine Aufmerksamkeit zuwendete. Wie viel davon tatsächlich gegenseitige Aufmerksamkeit war und wie viel Projektion eines verliebten jungen Mädchens, lässt sich heute kaum mehr mit Sicherheit sagen. Doch für Mary war offenbar klar, Rudolf hatte sie gesehen und ein Funken war übergesprungen. Ihre Mutter begann die Entwicklung zu beobachten, allerdings zuerst ohne größere Sorge. Helene Vetscherer hielt die Sache zuerst für eine jugendliche Schwärmerei und hoffte, eine geplante Reise nach England würde ihre Tochter auf andere Gedanken bringen. Doch sie irrte sich. Mary reagierte auf die Reise beinahe verzweifelt. In der Denkschrift ihrer Mutter heißt es: Bei der Abreise nach England zeigte sie ihrer Vertrauten gegenüber eine tiefe Beklommenheit des Herzens, als ob sie von dem Teuersten auf Erden Abschied zu nehmen hätte. Sie wünschte, krank zu werden, um nicht abreisen zu müssen, weinte aber sehr beim Abschiede vor ihr, und als diese ihr die Liebe zum Kronprinzen ausreden wollte und sie aneiferte, ihr Herz doch einem anderen zuzuwenden, gab sie zur Antwort, sie schwöre ihr, dass sie nie einen anderen lieben werde. Damals dachte niemand, dass diese kompromisslose Vorstellung von Liebe Mary in den Abgrund führen sollte. Auch in England ließ Rudolf sie nicht los. Nach ihrer Rückkehr war die Schwärmerei keineswegs verschwunden. Im Gegenteil. Helene Vetscherer schrieb: Schon bald nach ihrer Rückkehr nach Wien war das Feuer der Liebe, welches vielleicht vorher schon in ihrem Herzen sich entzündet hatte, zur hellen Flamme angefacht, welche mit unwiderstehlicher Macht sich beherrschte und unbezwinglich sie antrieb, dem Gegenstande ihrer Liebe alles, was sie besaß, Jugend, Ehre und Leben, demütig zu Füßen zu legen, um nur wenige flüchtige Augenblicke, mehr war ihrer Liebe nicht beschieden, in seiner Nähe zu verweilen. Nach ihrer Rückkehr von England drückte Mary die Unwandelbarkeit ihrer Gefühle mit folgenden Worten aus: Glauben Sie ja nicht, dass ich ihn vergessen habe. Ich liebe ihn nur noch inniger. Immer häufiger fuhr Mary nun zu den Rennen im Prater. Sie glaubte, Rudolf suche bewusst ihre Nähe. Wenn seine Kutsche vorbeifuhr, verlor sie offenbar jede Fassung.
Ihre Mutter schilderte, so dass sie sich immer anhalten müsse, ganz rot werde, nicht höre und nicht sehe und sich zusammennehmen müsse, dass sie der Mama Antwort geben kann, wenn dieselbe sie nun etwas frage. Auch ihrer engen Freundin und ehemaligen Klavierlehrerin Hermine Tobis offenbarte Mary nun ihre Gefühle. In einem Brief schrieb sie: »Ich kann nicht leben, ohne ihn gesehen und gesprochen zu haben. Geben Sie sich, liebe Hermine, keine Mühe mit mir. Ich weiß, dass alles, was Sie sagen, recht ist, allein ich kann nicht anders. Ich habe 2 Freundinnen, Sie und Marie Larisch. Sie arbeiten für mein seelisches Glück und Marie für mein moralisches Unglück.« Das ist einer der aufschlussreichsten Sätze jener Monate. Denn hier taucht erstmals ein Name auf, der bald eine entscheidende Rolle spielen sollte: Marie Larisch. Die Cousine des Kronprinzen und Vertraute der Kaiserin. Sie war der Schlüssel, Marys Chance, denn noch hatte Mary Rudolph nicht persönlich kennenlernen können. Teil 4: Marie Larisch und die geheimen Treffen. Im Herbst des Jahres 1888 trat nun jene Frau in Marys Leben, die für die folgenden Monate entscheidend werden sollte: Marie Larisch. Eine Frau, die später zu den umstrittensten Figuren der Mayerling-Tragödie werden würde. Marie Larisch-Wallersee war nicht nur eine Verwandte des Kaiserhauses. Sie war die Tochter von Kaiserin Elisabeths Bruder Ludwig in Bayern und der Schauspielerin Henriette Mendel. Ihre Tante, die Kaiserin, holte sie bewusst in ihre Nähe, da sie ja mit dem Wiener Hofzeremoniell und den strengen Standesunterschieden partout nichts anfangen konnte und wollte. Doch als Tochter einer Schauspielerin war Marie Larisch auch in der Umgebung der Kaiserin nie wirklich in den höchsten Kreisen angekommen. Ihre Rolle in der Tragödie ist bis heute schwer zu beurteilen. Versuchte sie sich durch ihre Beziehungen wichtig zu machen? Wollte sie an Geld kommen? Oder war sie selbst Teil eines Spiels, dessen Konsequenzen sie unterschätzte, und wurde sie wie Mary von Rudolph benutzt? Wenn ihr möchtet, werde ich ein eigenes Video zu Marie machen, lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Fest jedoch steht: Ohne Marie Larisch wäre es vermutlich nie zu einer persönlichen Beziehung zwischen Mary Wetscherer und Kronprinz Rudolph gekommen. Weder Marys noch Rudolphs Mutter sollten ihr dies später jemals verzeihen. Im September 1888 traf nun Helene Wetscherer Marie Larisch zufällig auf der Straße und lud sie zum Frühstück ins Palais Wetscherer ein. Dort begegnete Marie der inzwischen herangewachsenen Mary wieder. Doch schon bei diesem ersten Wiedersehen soll Mary die Gräfin regelrecht mit Fragen über Rudolph bestürmt haben. Wie war er wirklich? Was denkt er? Wie spricht er? Marie Larisch selbst erinnerte sich später daran, Rudolph habe sie gewarnt, er sei ein Wolf, der kleine Lämmer wie Mary fresse. Ob diese Worte tatsächlich gefallen sind, lässt sich heute kaum überprüfen. Denn vieles, was Marie Larisch später veröffentlichte, diente offenkundig auch dazu, ihre eigene Rolle zu entschärfen. Sicher ist jedoch, Mary sprach offen über ihre Gefühle. Und Marie wusste sehr schnell, wie tief Mary bereits emotional in ihrer Schwärmerei gefangen war. Marys Mutter würde später vernichtend über Marie Larischs Rolle sprechen. Die persönliche Bekanntschaft, der geheime Verkehr mit dem Kronprinzen, mit all dem entsetzlichen Unglücke, welches daran sich knüpfte, hätte nie erfolgen können, wenn nicht Gräfin Marie Larisch-Wallersee die fluchwürdige Tat begangen hätte, hinter dem Rücken der Baronin die Zusammenkunft ihrer Tochter mit dem Kronprinzen zu ermöglichen. Die Gräfin Larisch-Wallersee war es, die anstatt ihr den Kopf zurechtzusetzen, es unternahm, gelegentlich eines Festes in Tegernsee, wo der Kronprinz und zur gleichen Zeit auch die Gräfin weilten, den Vermittler zu spielen und den Kronprinzen aufmerksam zu machen, dass sich die Baronin Mary Wetscherer für ihn begeistere. Sie war es, die es später unternahm, einen Brief des Kronprinzen zu befördern. Die Gräfin war es, die dann unter einem falschen Vorwande die Baronin bewog, ihre Tochter ihr anzuvertrauen und dieses Zutrauen missbrauchte, um die ihr anvertraute Tochter der Baronin zu dem Kronprinzen in die Burg zu bringen.
Übrigens werde ich hier auf diesem Kanal noch ein Video zur Denkschrift von Marys Mutter hochladen, also bleibt dran und abonniert am besten gleich den Kanal, um das nicht zu verpassen. Im September dieses Jahres organisierte sich Mary nun zunächst ein Kinderbild des Kronprinzen. Kurz darauf schrieb sie ihm einen Brief. Ende Oktober erhielt sie offenbar eine Antwort. Marys Kammerzofe Agnes Jahoda sollte später berichten, dass Rudolf darin von seinem Wunsch gesprochen habe, Mary endlich persönlich zu treffen. Die Rede sei gewesen von dem lebhaftesten Verlangen, mit ihr zu sprechen und dass er deshalb um ein Rendezvous im Prater bitte. Mary war außer sich. Die Begegnung rückte plötzlich in greifbare Nähe, doch ein Problem blieb. Eine junge Dame konnte Wien nicht einfach alleine durchstreifen. Mary war ständig begleitet, beaufsichtigt und gesellschaftlich kontrolliert. Deshalb brauchte sie jemanden, der die Treffen organisierte. Und genau hier wurde Marie Larisch unverzichtbar. Am 28. Oktober unternahmen die beiden eine gemeinsame Ausfahrt in den Prater. Dort soll Mary, unter dem Vorwand, ihr Strumpfband habe sich gelöst, kurz im Gebüsch verschwunden sein, wo Rudolf auf sie gewartet habe. Ob dieses Treffen aber tatsächlich so stattgefunden hat, bleibt unklar. Die Quellen widersprechen sich hier nämlich. Denn Graf Hoyosch, der ja dann später auch in der Nacht vom Meierling dabei sein sollte, datierte diese erste Begegnung dann später auf den 5. November. In seiner Denkschrift heißt es: Seine kaiserliche und königliche Hoheit hat die Bekanntschaft der Baroness Marie Vetscherer am 5. November 1888 gemacht. Gräfin Marie Larisch-Wallersee spielt dabei eine wichtige Rolle. Selbe hatte den Kronprinzen sowohl in ihrem Absteigquartier im Grand Hotel als auch im Prater gesprochen, was zum Resultate führte, dass die Baroness Marie Vetscherer sich 5-mal abends in den Gemächern des Kronprinzen in der Burg einfinden konnte. Jedenfalls begann nun eine heimliche Beziehung, die nur dadurch möglich war, dass es ein Netzwerk von Mitwissern gab. Zu dem wichtigsten gehörte Rudolfs Leibfiaker Josef Bratfisch, eine fast legendäre Figur im Umfeld des Kronprinzen. Heurigensänger, Kunstpfeifer und enger Vertrauter Rudolfs. Er übernahm schon früh eine zentrale Rolle. Laut Graf Hoyosch brachte Bratfisch Mary erstmals in die Hofburg. Von dem ins Vertrauen gezogenen Fiaker Bratfisch, unter den Verbindungsgang des Palais Erzherzog Albrecht gebracht, erwartete sie dort Saaltürhüter Loschek, welcher die Baronin durch die Gittertüre und Aufgang in die inneren Gemächer der Burg brachte. Dort begegnete Mary Rudolf schließlich persönlich. Über dieses erste Treffen schrieb sie ihrer Freundin Hermine Tobis einen langen, begeisterten Brief. Heute bekommen Sie einen glückseligen Brief, denn ich war bei ihm. Marie Larisch nahm mich mit, Kommissionen zu besorgen. Dann gingen wir zur Adele, um uns fotografieren zu lassen, für ihn natürlich, und dann gingen wir hinter das Grand Hotel, wo uns Bratfisch erwartete. Wir hüllten unsere Gesichter fest in die Boas und fort ging's im sausenden Galopp in die Burg. An einer kleinen Eisentür erwartete uns ein alter Diener, welcher uns über mehrere finstere Treppen und Zimmer führte und endlich vor einer Tür Halt machte und uns eintreten ließ. Beim Eintritte flog mir ein schwarzer Vogel, eine Art Rabe, an den Kopf, und eine Stimme im Arbeitszimmer rief: »Bitte, meine Damen, weiterzukommen, ich bin hier.« Wir gingen hinein, Marie stellte mich vor, und wir waren gleich in ein wienerisches Gespräch vertieft. Endlich sagte er: »Ich habe mit der Gräfin allein zu sprechen«, und ging mit Marie in ein anderes Zimmer. Ich untersuchte einstweilen alles. Auf seinem Schreibtische lag ein Revolver und ein Totenkopf. Ich nahm letzteren in die Hand und besah ihn von allen Seiten. Plötzlich kam er herein und nahm ihn mir ganz erschrocken aus der Hand. Als ich ihm sagte, dass ich mich gar nicht fürchte, lächelte er. Beim Fortgehen führte er uns selbst durch einen dunklen Salon und eine Treppe und sagte zu Marie: »Bring sie mir bald wieder, bitte.« Zum Schluss des Briefes fügte Mary fast flehentlich noch hinzu: »Sie müssen mir schwören, niemandem etwas von diesem Briefe zu sagen. Weder Hannah, Marys Schwester, noch Mama, denn wenn eine von diesen beiden es je erführe,
so müsste ich mich töten. Dieser Totenkopf, den Mary da auf dem Schreibtisch Rudolfs gesehen hat, von dem haben wir ja schon in einer früheren Folge von Rudolf gehört. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, ich habe ja eine 4-teilige Serie zu Rudolfs Leben und Sterben hier auf dem Kanal hochgeladen. Schaut es euch gerne noch einmal an, da findet ihr noch unglaublich viel mehr Zeitzeugenberichte. Jedenfalls änderte sich von diesem Tag an für Mary alles. Aus Fantasie wurde nun scheinbar Wirklichkeit. Die 17-Jährige begann, ihr ganzes Leben heimlich um den Kronprinzen herum zu organisieren. Und rückblickend betrachtet hat sich alles erschreckend schnell entwickelt. Der erste Blickkontakt im Frühjahr 1888, das erste Treffen im Herbst 1888 und der gemeinsame Tod im Jänner 1889. Nicht einmal ein Jahr hatte Mary ihre verheerende Schwärmerei überlebt. Teil 5: Die letzten Wochen. Was zuvor eine jugendliche Schwärmerei gewesen war, wurde nun zu einer heimlichen Beziehung, die immer größere Teile ihres Alltags bestimmte. Denn Rudolf wollte sie wiedersehen. Und Mary lebte fortan beinahe nur noch für diese Treffen. Als Marie Larisch kurz nach der ersten Begegnung Wien verließ, verfiel Mary geradezu in Verzweiflung. Ohne ihre Vermittlerin schien ein Wiedersehen unmöglich. In einem Brief an ihre Freundin Hermine Tobis schrieb sie: »Marie Larisch ist abgereist, und so kann ich ihn nicht sehen. Ich vergehe vor Sehnsucht und kann den Tag nicht erwarten, wo sie wiederkommt. Doch sie versprach mir, sehr bald wiederzukommen, und ich zähle schon die Stunden, denn seit ich ihn kenne und mit ihm gesprochen, ist meine Liebe nun noch größer. Ich studiere Tag und Nacht, wie ich ihn sehen könne, aber es ist unmöglich ohne Marie.« Doch nur wenige Tage später fanden Rudolf und Mary neue Wege. Die Korrespondenz verlief über Umwege, damit niemand Verdacht schöpfte. Mary adressierte ihre Briefe an einen Kammerdiener des Kronprinzen. Rudolfs Schreiben wiederum gingen zunächst an Marys Kammermädchen, Agnes Jahoda. Dienstmänner brachten die Botschaften, später sogar ein Hausdiener der Hofburg. Und als Marie Larisch wieder nach Wien zurückkehrte, begann Mary regelmäßig unter Vorwänden das Haus zu verlassen. Sie behauptete, Einkäufe mit Marie zu machen, während sie in Wahrheit Rudolf in der Hofburg traf. Die Zusammenkünfte fanden häufig zwischen 11 Uhr vormittags und dem frühen Nachmittag statt. Im Dezember 1888 nutzte Mary sogar die Aufführungen des großen Ringzyklus in der Hofoper, um heimlich zu Rudolf zu gelangen. Während ihre Mutter und Schwester in der Oper saßen, verließ sie mit Hilfe ihres Kammermädchens unbemerkt das Palais in der Salesianergasse. Doch längst war Mary emotional völlig in diese Beziehung hineingezogen. Ihre Briefe an Hermine zeigen eine junge Frau, die sich zunehmend vollständig über Rudolf definierte. Sie schrieb, sie könne ohne ihn nicht leben. Er sei ihr Gott, ihr Alles. Mary schwärmte von seinen zärtlichen Briefen. Gerne hätte sie Hermine sogar einen davon geschickt, doch Marie Larisch nahm ihn ihr wieder ab, aus Sorge, Mary könnte unvorsichtig sein. Immer häufiger begann Mary, sich eine gemeinsame Zukunft auszumalen. Rudolf schenkte ihr einen eisernen Ring, auf dessen Innenseite standen die Buchstaben ILVBIDT. Später erklärte er Rudolf ihr die Bedeutung: in Liebe vereint, bis in den Tod. Mary war überwältigt. Hinzu kam dann eine Kette mit Medaillon, in dem sich ein Stück Leinwand mit einem Blutstropfen befand. Um das Schmuckstück vor ihrer Familie zu verbergen, gab Mary es als Geschenk Marie Larischs aus. Sie legte es nicht einmal beim Schlafen ab. An Hermine schrieb sie: »Wenn wir in einer Hütte miteinander leben könnten, wie glücklich wäre ich. Wir sprechen immer davon und sind dabei glücklich. Aber leider kann es nicht sein. Wenn ich ihm mein Leben geben könnte, um ihn glücklich zu sehen, ich würde es mit Freuden tun, denn was liegt mir am Leben? Oh, nicht wahr, liebe Hermine, wenn ich einmal vor der Welt fliehen muss und mich die Menschen verachten, dann nehmen Sie mich auf, nicht wahr? Sie verurteilen mich nicht.« Ihre Freundin reagierte zunehmend besorgt. Immer wieder versuchte Hermine, Mary zur Vernunft zu bringen, doch Mary wollte nichts davon wissen.
Ihre Liebe, schrieb sie, sei stärker als jeder Wille. Gleichzeitig wurde die Situation aber immer gefährlicher. Schon ein Blick hätte zu viel Verdacht erregen können. Mary schrieb: Es ist furchtbar schwer, wenn wir uns in der Oper sehen und uns zurückhalten, damit Mama und Hannah nichts bemerken, denn es wäre fürchterlich, wenn Mama draufkäme. Und dann findet sich in einem ihrer Briefe eine Formulierung, die rückblickend besonders erschütternd wirkt. Mary flehte Hermine an, niemandem von der Beziehung zu erzählen, denn wenn es aufkäme, so würden sie beide an einem Orte, den niemand weiß, nach einigen glücklichen Stunden sich gemeinsam den Tod geben. Und dann setzte sie noch hinzu: Aber nein, er darf nicht sterben. Er muss leben für sein Volk. Doch der Gedanke war ausgesprochen, bereits Wochen vor Mayerling. Im Januar dann, 1889, erreichte die Beziehung schließlich eine neue Stufe. Am 13. Januar vereinigten sich die beiden erstmals körperlich. Einen Tag später schrieb Mary an Hermine: Liebe Hermine, ich muss Ihnen heute ein Geständnis machen, über das Sie sehr böse sein werden. Ich war gestern von 7 bis 9 Uhr bei ihm. Wir haben beide den Kopf verloren. Jetzt gehören wir uns mit Leib und Seele an. Agnes erinnert sich später daran, dass Mary an diesem Abend außergewöhnlich aufgeregt nach Hause gekommen sei. Mary habe zu ihr gesagt, sie müsse nun alles tun, was er von ihr verlange, denn jetzt gehöre sie nicht mehr sich selbst, sondern ihm ganz allein. Und dieser eindeutig datierte Brief spricht auch gegen die immer mal wieder erzählte Theorie, Mary hätte sich das Leben genommen, weil sie schwanger von Rudolf gewesen wäre. Wenn das hier Mitte Jänner war und die beiden sich Ende dieses Monats das Leben nahmen, konnte Mary zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wissen, ob sie schwanger war. Doch nur 2 Tage später, am 15. Januar, kaufte Mary beim Juwelier Rodeck eine goldene Zigarettentasche. Sie ließ die Worte eingravieren: 13. Jänner, dank dem Schicksal. Es war ein Geschenk für Rudolf und zugleich ein Symbol dafür, wie sehr Mary ihre Beziehung inzwischen als Schicksal verstand. Am Freitag, dem 25. Januar, suchte Mary nach dem Eislaufen gemeinsam mit ihrer Gesellschafterin eine Wahrsagerin auf. Als sie zurückkehrte, wirkte sie erschüttert. Agnes erinnerte sich später: Nach dem Diner rief sie ihre Vertraute zu sich und sagte, sie müsse ihr erzählen, was die Wahrsagerin gesagt habe. Es gehe ihr nicht aus dem Kopfe. Sie werde heute gar nicht schlafen können. Dann berichtete Mary von den Worten der Wahrsagerin. Aber da gefällt mir etwas nicht. Die Frau habe ihr gesagt, es stehe ein jäher Todesfall in ihrer Familie bevor, der viel Verwirrung anrichten werde. Es sehe aus wie ein Selbstmord und der sei nahe. Mary habe darauf gefragt, wann sie selbst sterben werde. Doch die Wahrsagerin habe geantwortet, einer so jungen Dame könne sie das nicht sagen. Nur wenige Tage später war Mary tot. Am Samstag, dem 26. Jänner, wurde Marys Mutter die Geschichte mit dem Zigarettenetui zugetragen und sie stellte ihre Tochter zur Rede. Nach vielem Bitten und Drohen gestand diese, dass sie die Tasche für den Kronprinzen gekauft und sie ihm geschickt habe. Sie behauptete jedoch, es sei dies anonym durch einen Dienstmann geschehen. Die Baronin machte ihrer Tochter die erregtesten Vorwürfe über diese Tat, die sie als verrückt bezeichnete. Sie stellte ihr vor, dass es sie nur furchtbar kompromittieren könnte, sollte ihr Name mit dem seinigen auch nur genannt werden, denn eine Beziehung zwischen ihr als kaum 17-jährigen Mädchen und ihm als Kronprinzen und verheiratet, könnte sie vor der Welt nur entehren. Was solle aber ihr eigenes Leben sein, wenn ihre Tochter entehrt erschiene, worüber diese in Tränen ausbrach? Auf Befehl der Baronin musste sie nun ihre eiserne Kassette öffnen, worin eine stählerne Zigarettentasche mit einem Saphir und dem eingravierten Namen Rudolf sich vorfand. Über die Herkunft der Zigarettentasche zur Rede gestellt, behauptete sie zu ihrer Mutter, dieselbe von der Gräfin Larisch erhalten zu haben. Die Gräfin selbst habe die Tasche im Laufe des vorigen Sommers von dem Kronprinzen bekommen und sie ihr geschenkt, indem sie dabei scherzend bemerkte,
dass sie für den Kronprinzen schwärme. Es kam zu einer aufgewühlten Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter, worauf Mary zu Marie Larisch lief, die eiserne Zigarettentasche zu Boden warf und ausrief: »Nimm sie zurück, ich gehe direkt in die Donau.« Dann fiel sie mit einem hysterischen Anfall zu Boden. Marie brachte sie zurück zu ihrer Mutter und versuchte, die Wogen zu glätten, indem sie Helene Vetscherer eben erzählte, diese eiserne Zigarettentasche sei ein Geschenk von ihr. Und damit die Verbindung Rudolfs mit Mary nicht aufgedeckt würde, versprach Marie Larisch Marys Mutter, den Kronprinzen aufzusuchen und ihn zu fragen, ob er wüsste, von wem die goldene Zigarettentasche sei, die er geschickt bekommen hatte. Am nächsten Morgen, Sonntag, den 27. Jänner, versöhnten sich Mutter und Tochter wieder. Helene beschwor Mary, Vernunft anzunehmen, die Dummheiten sein zu lassen und zu bedenken, dass sie mit ihrer unüberlegten Aktion für viel Tratsch sorgen könnte. Zu Mittag kam Marie Larisch ins Haus und beruhigte die Baronin. Der Kronprinz ahne keinesfalls, dass die Zigarettentasche von Mary kam. Sie schlug vor, am nächsten Tag mit Mary zu Rodek zu fahren, um die Rechnung für die Zigarettentasche auf ihren eigenen Namen umschreiben zu lassen, damit es kein Gerede geben würde. Helene Vetscherer war einverstanden. Und so wurde vereinbart, dass Mary am nächsten Tag um 10:30 von Gräfin Larisch abgeholt werden sollte. Teil 6. Die letzte Nacht in Mayerling. Am Morgen des 28. Januar 1889 verließ Mary das Palais in der Wiener Salesianergasse. Sie sollte nie mehr zurückkehren. Noch am Vortag war die junge Baroness gemeinsam mit ihrer Mutter bei einer Soiree in der Deutschen Botschaft erschienen. Jenem Abend, der als ihr offizieller Eintritt in die Wiener Gesellschaft gelten sollte. Und Mary fiel dabei auf. Luise von Coburg, die Schwester von Kronprinzessin Stephanie, erinnerte sich später, sie sei leuchtend und triumphierend erschienen, mit brennenden Augen. Es soll auch an diesem Abend zu einem kleinen Skandal gekommen sein. Denn Mary habe beim Cercle den vorgeschriebenen Hofknicks vor Kronprinzessin Stephanie verweigert und der Rivalin trotzig ins Gesicht geblickt. Immer wieder habe sie den Kronprinzen angesehen, der selbst auf Beobachter ungewöhnlich nervös und niedergeschlagen wirkte. Helene Vetscherer bemerkte dann später lediglich, dass der Kronprinz seine Blicke viel nach ihrer Tochter richtete. Niemand ahnte, dass dies Marys letzter gesellschaftlicher Abend sein würde. Doch Rudolf sollte nach dem Ball seine letzte Nacht noch mit seiner langjährigen Geliebten, Mitzi Kaspar, verbringen, wie wir in einem der früheren Videos schon gehört haben. Am nächsten Morgen erschien dann Marie Larisch, wie vereinbart, gegen 10:30 Uhr vormittags im Palais. Eigentlich wollte man ja gemeinsam zum Juwelier Rodek fahren, um eine Rechnung umzuschreiben. Jener Versuch, die Sache um die gravierte Zigarettentasche verschwinden zu lassen. Agnes Jahoda erinnert sich später an Marys Erscheinung an diesem Morgen. Ihr Haar war schlicht zusammengeknotet und ihre ganze Erscheinung wirkte so frisch und jungfräulich, dass sie eher wie eine unschuldige Braut als wie die leidenschaftlich durchwühlte Frau der letzten Tage aussah. Mary trug ein dicht anliegendes, olivgrünes Schneiderkleid mit schwarzer Tresse besetzt. Sie trug keinen Schmuck außer ihren Boutons, dem eisernen Armband und Ring und einem goldenen Kreuz um den Hals. Agnes brachte ihr den Hut aus grünem Filz, der reich mit schwarzen Straußenfedern garniert war. Mary nahm einen schwarzen Schleier, den sie unter dem Kinn zusammenband. Sie trug ihren Sealskin-Mantel und einen hierzu passenden Muff. Es schien mir, als habe sie nie so elegant ausgesehen. Niemals werde ich den Ausdruck in ihren wunderbaren Augen vergessen. Eine fast überirdische Liebe strahlte in ihren blauen Tiefen. Doch kaum hatte die Kutsche die Salesianergasse verlassen, änderte Marie Larisch die Route zur Hofburg. Gegen 11 Uhr wurden Mary und Marie in die Gemächer des Kronprinzen geführt. Was in den folgenden Minuten genau geschah, wissen wir nicht. Und vieles, was später erzählt wurde, stammt aus den Erinnerungen Marie Larischs, einer Quelle, die wir wie gesagt mit Vorsicht benutzen müssen. Darin behauptet sie jedenfalls, Rudolf hatte sie vorher schon bedrängt, bedroht
und praktisch gezwungen, Mary zu ihm zu bringen. Nach ihrer Darstellung habe Rudolf sie nun an diesem Tag gebeten, Mary für einige Minuten allein sprechen zu dürfen. Die beiden seien dann in ein Nebenzimmer gegangen, und als Rudolf wenig später zurückkam, war Mary verschwunden. Josef Bratfisch, der Fiaker, hatte sie in der Kutsche bereits weggefahren, und zwar zum Gasthaus Roter Stadel, wo dann Rudolf später dazu stieß. Gemeinsam fuhren sie dann schließlich ins Jagdschloss Mayerling. Niemand sollte wissen, dass Mary sich in der Kutsche befand, und selbst in Mayerling gelang sie dann unbemerkt in das Zimmer des Kronprinzen. Nur wenige wussten überhaupt von ihrer Anwesenheit. Bratfisch und der Kammerdiener Loschek. Abends ließen sich Rudolf und Mary im Billardzimmer vom Bratfisch einige Lieder vorsingen und pfeifen. Bei der Verabschiedung reichte ihm Rudolf gegen seine Gewohnheit die Hand. Mary verabschiedete sich mit den Worten: »Gute Nacht, lieber Bratfisch, es war wunderschön.« Und sie schenkte ihm ihre Uhr mit den Worten: »Nehmen Sie nur, ich brauche sie sowieso nicht mehr.« Die beiden gingen nun in Rudolfs Schlafzimmer. Zuvor befahl er noch seinem Kammerdiener Loschek, der im Nebenzimmer schlief: »Sie dürfen niemanden zu mir lassen, und wenn es der Kaiser ist.« Loschek beschreibt dann, dass er die beiden die ganze Nacht in einem ernsten und ruhigen Tone miteinander sprechen hörte. Verstehen, was sie miteinander sprachen, konnte er jedoch nicht. Alles andere, was später erzählt wurde, von Verschwörungen, politischen Intrigen oder geheimen Staatskrisen, bleibt spekulativ. Und genau hier beginnt der Mythos Mayerling. Denn kaum ein Ereignis der österreichischen Geschichte wurde derart überlagert von Gerüchten, Legenden und Sensationsgeschichten. Bis heute kursieren unzählige Theorien. Rudolf sei in Mayerling ermordet worden. Er sei ein Opfer einer politischen Intrige gewesen. Es sei ein Mord aus Eifersucht. Darüber haben wir ja im Mayerling-Video bereits ausführlich gesprochen. Ihr findet es hier auf meinem Kanal. Und noch immer hält sich die Vorstellung, Rudolf sei wegen politischer Konflikte ermordet worden. Doch die Quellenlage spricht eine andere Sprache. Nichts deutet darauf hin, dass Rudolf unmittelbar in eine politische Katastrophe verwickelt gewesen wäre. Auch die Vorstellung eines gewaltsamen Eindringens in Mayerling hält kaum den Quellen stand. Denn Rudolfs Kammerdiener Loschek schildert später die Ereignisse des Morgens detailliert. Die Türen waren von innen verschlossen. Der Schlüssel steckte. Und Loschek schreibt in seinen Erinnerungen ausdrücklich: Gleich beim ersten Anblick konnte man sehen, dass Rudolf zuerst Mary Vetscherer erschossen hatte und dann sich selbst entleibte. Es fielen nur 2 wohlgezielte Schüsse. Spätere Behauptungen über Glasscherben im Kopf des Kronprinzen oder eine dritte Person im Zimmer gelten heute als weitgehend unbelegt. Der Mythos entstand vor allem deshalb, weil der Kaiserhof unmittelbar nach dem Tod verursachte, die Wahrheit zu kontrollieren. Zunächst sprach man von einem Herzschlag, dann von einem Unfall. Und Marys Leiche wurde heimlich aus Mayerling weggebracht. Der Skandal sollte um jeden Preis vermieden werden. Eine unverheiratete Frau im Zimmer des verheirateten Kronprinzen? Das sollte nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Und vielleicht liegt genau hier einer der Gründe, warum Mary Vetscherer so lange aus der Geschichte verschwand, offiziell zumindest. Denn Rudolf wurde ja zu einer tragischen Figur, zum unglücklichen Kronprinzen. Mary hingegen wurde zuerst verschwiegen und dann reduziert. Auf eine Geliebte, eine Affäre, die einfach da war. Doch was war Marys Motivation? Wusste sie überhaupt, was in Mayerling geschehen würde? Oder dachte sie, Rudolf wolle mit ihr durchbrennen? Vielleicht hatte er erst vor Ort von seinen Todesplänen erzählt. Jedenfalls verfassten beide in Mayerling ihre Abschiedsbriefe. Briefe an Familie und Freunde. Ruhig formuliert. Ohne Hast. Ohne Anzeichen plötzlicher Panik. Gerade Marys Briefe sprechen von einer erschütternden Entschlossenheit. Hören wir sie uns an. Teil 7. Marys letzte Worte. Als in den frühen Morgenstunden des 30. Januar 1889
die Tür zu Rudolfs Schlafzimmer in Mayerling aufgebrochen wurde, sah man, dass nicht nur das Leben des Kronprinzen geendet hatte, sondern mit ihm war ein 17-jähriges Mädchen gestorben. Doch ehe Mary von Rudolf erschossen wurde, schrieb sie an ihre Mutter, an ihre Geschwister, an die Menschen, die sie liebte. Und vielleicht gibt es keine eindringlichere Quelle, um Mary zu verstehen, als diese letzten Worte. Lange Zeit wurden die Abschiedsbriefe selbst zum Gegenstand von Gerüchten. Es hieß, sie hätten nie existiert. Dann wiederum, sie seien gefälscht worden. Marys Mutter Helene hatte ihrer Schwiegertochter nämlich später das Versprechen abgenommen, sämtliche Dokumente über die Tragödie nach ihrem Tod zu vernichten. Und anscheinend wurden die Briefe dann auch verbrannt. Doch zuvor hatten mehrere Zeitzeugen auf jeden Fall die Existenz dieser Briefe bestätigt. Zum Beispiel Graf Hoyersch erwähnte sie. Der Hofsekretär Heinrich Slatin berichtete von mehreren Abschiedsbriefen im Sterbezimmer. Und Marys Bruder Franz Albin, genannt Ferry, schrieb später selbst über die Briefe seiner Schwester: Bevor sie starb, hat sie jedem von uns einen Brief geschrieben. Doch schlussendlich wurden 2015 bei einer Archivrevision der Schöllerbank die Abschiedsbriefe von Mary entdeckt, die 1926 dort zusammen mit anderen persönlichen Dokumenten der Familie Vetscherer anonym hinterlegt worden waren. Sie befinden sich in der österreichischen Nationalbibliothek als Dauerleihgabe. An ihre Mutter schrieb Mary: Liebe Mutter, verzeiht mir, was ich getan. Ich konnte der Liebe nicht widerstehen. In Übereinstimmung mit ihm will ich neben ihm am Friedhof von Alland begraben sein. Ich bin glücklicher im Tode als im Leben. Deine Mary. Und dieser Satz gehört zu den wichtigsten Dokumenten der gesamten Mayerling-Tragödie, denn er widerspricht ja den späteren Legenden. Es war kein unvorhergesehener Mord. Es war kein Jagdunfall. Es war eine bewusste Entscheidung. Zugleich spricht daraus jene kompromisslose Vorstellung von Liebe, die ihre Briefe seit Monaten durchzogen hatte. Eine Liebe, die alles verlangte und der sie, wie sie selbst schrieb, nicht widerstehen konnte. Noch eindringlicher erscheint dann der Abschiedsbrief an ihre Schwester Hanna. Darin heißt es: Wir gehen beide selig in das ungewisse Jenseits. Denke hier und da an mich, seid glücklich und heiratet nur aus Liebe. Ich konnte es nicht tun, und da ich der Liebe nicht widerstehen konnte, so gehe ich mit ihm. Deine Mary. Und dann folgen noch Zeilen, die beinahe verstörend wirken, weil sie zwischen Todesnähe und alltäglicher Vertrautheit wechseln. Weine nicht um mich. Ich gehe fidel hinüber. Es ist wunderschön hier draußen. Man denkt an Schwarzau. Als letzten Wunsch einer Sterbenden bitte ich die Mama, für die Familie der Agnes zu sorgen, damit sie nicht durch meine Schuld leide. Sie dachte also noch an ihre Kammerzofe und hatte Angst, dass die vielleicht wegen ihrer Mitwisserschaft oder Hilfe irgendwie dann von der Familie Schlechtes erleiden könnte. Und auch ihrem Bruder Ferry schrieb sie: Leb wohl, ich werde über dich wachen von der anderen Welt, da ich dich so liebe. Deine treue Schwester. Und ein weiterer, im Sterbezimmer aufgefundener Abschiedsbrief könnte jener an Marie Larisch sein. Denn darin schreibt sie: Liebe Marie, vergib mir all das Leid, das ich über dich gebracht habe. Ich danke dir herzlich für alles, was du an mir getan hast. Wenn das Leben schwer für dich werden sollte, und ich fürchte, das wird es werden, nach dem, was wir getan haben, so folge uns. Es ist das Beste, was du tun kannst. Deine Mary. Aber es stellt sich ja immer noch die Frage, wie man sich in 3 Monaten so unsterblich verlieben kann, dass man sein eigenes Leben dafür gibt. Hatte sich die Jugendliche in ihrer starken Emotionalität dermaßen hineingesteigert, dass ihre Gefühle zu einem ausweglosen Wahn wurden? Doch ihre Abschiedsbriefe sind so klar und ruhig. Kein Vorwurf, keine Bitterkeit, keine Wut. Stattdessen immer wieder derselbe Gedanke: Liebe. Teil 8. Der Umgang mit Marys Ende. Wie erfuhr nun Marys Familie von der Tragödie?
Nachdem Mary am 28. Januar gemeinsam mit Marie Larisch das Palais Vetschera verlassen hatte, kehrte sie ja nicht mehr zurück. Marie Larisch erschien kurze Zeit später völlig aufgelöst bei Helene Vetschera und berichtete vom Verschwinden ihrer Tochter. Sie behauptete, Mary habe sich geschämt, mit ihr ins Geschäft zu Rodek zu gehen, weshalb Marie allein hineingegangen sei. Und als sie dann zurückgekehrt war, sei Mary verschwunden gewesen. Stattdessen habe sie lediglich einen Zettel in der Kutsche gefunden: »Ich kann nicht leben. Heute habe ich Vorsprung. Bis du mich einholst, bin ich unrettbar in der Donau. Mary.« Marys Mutter war total bestürzt, doch Marie Larisch versuchte sie zu beruhigen. Mary sei viel zu lebenslustig, um sich etwas anzutun. Zugleich brachte sie nun erstmals den Kronprinzen ins Spiel und erklärte, Marys Verschwinden müsse mit ihm zusammenhängen, da sie ja so sehr für ihn geschwärmt habe. Im Hause Vetschera herrschte nun große Aufregung. Agnes Jahoda, Marys Vertraute, von der wir jetzt so viel gehört haben, wurde dann befragt, beteuerte jedoch immer wieder, nichts zu wissen. Und Marie bot nun an, den Polizeipräsidenten Franz Freiherr von Kraus aufzusuchen, da sie ihn persönlich kenne. Vom Polizeipräsidenten danach zurückgekehrt, berichtete Marie, nichts erreicht zu haben. Dieser wollte sich nicht in die Angelegenheiten des Kaiserhauses einmischen. Seine Worte lauteten: »Glauben Sie mir, Gräfin, wenn ich mich auf die Liebesgeschichten des kaiserlichen Hauses einlassen wollte, hätte ich alle Hände voll zu tun.« Marys Mutter wollte aber nicht aufgeben und wandte sich daraufhin gemeinsam mit ihrem Bruder Alexander Baltazzi erneut an die Polizei. Doch wieder zögerte man. Eine offizielle Vermisstenanzeige wurde nämlich nicht erstattet, da die Familie hoffte, Mary werde zurückkehren und da könnte man dann einen Skandal verhindern. Marie Larisch wiederholte immer wieder ihren Verdacht, dass Mary beim Kronprinzen sein könnte, und deshalb versuchte Helene Vetschera nun herauszufinden, wo sich Rudolf aufhielt. Schließlich erfuhr man, der Kronprinz befand sich in Mayerling. Am nächsten Morgen, Dienstag, dem 29. Januar, suchte Helene Vetschera den Polizeipräsidenten auf und stellte überrascht fest, dass Marie Larisch Wien bereits verlassen hatte und nach Pardubitz gereist war. Baron Kraus begegnete den Aussagen Larischs mit Skepsis und fragte Marys Mutter offen, ob sie der Gräfin überhaupt traue. Erst jetzt wurde Helene misstrauisch und erstattete Anzeige und hinterließ eine Fotografie ihrer Tochter, um sie zu finden. Gleichzeitig machte Baron Kraus deutlich, dass er seine Beamten sofort zurückziehen müsse, sollte sich herausstellen, dass der Kronprinz tatsächlich in die Angelegenheit verwickelt sei. So suchte nun Helene Ministerpräsident Graf Taaffe auf. Und dieser erklärte offen, dass er sich nicht in die Privatangelegenheiten des Kronprinzen einmischen könnte. Er bat die Baronin lediglich abzuwarten, da Rudolf am Abend zu einem Familiendiner in der Hofburg erwartet werde. Falls der Kronprinz dort nicht erscheine, könne man handeln. Denken Sie sich nur, wie man nach einer solchen Meldung dastehen würde, wenn es sich herausstellt, dass es nicht wahr ist. Währenddessen erhielt sie einen Brief Marie Larischs, der sie zutiefst erschütterte. »Die eiserne Zigarettentasche ist nicht die meinige. Ich sah erst hier, dass das Schloss ein Saphir ist. Sonst ist sie ganz wie die meinige.« Und jetzt wurde Helene klar, dass tatsächlich eine Verbindung zwischen Mary und dem Kronprinzen bestanden haben musste. In ihrer Verzweiflung suchte sie Marie Festetics, die Hofdame Kaiserin Elisabeths, auf und bat inständig darum, von der Kaiserin vorgelassen zu werden, damit diese Rudolf nach Mary fragen könne. Doch es war bereits zu spät. Schlussendlich war es tatsächlich Kaiserin Elisabeth selbst, die Helene die furchtbare Nachricht vom Tod ihrer Tochter überbrachte. Laut dem Leibarzt, der bei diesem Gespräch anwesend war, sagte Elisabeth nur: »Es ist zu spät. Sie sind beide tot.« Helene brach zusammen. Die Kaiserin blieb unbewegt und verließ den Raum. Damals ging Elisabeth nämlich noch davon aus, dass Mary Rudolf vergiftet hatte. Das haben wir auch bereits in dem Video über Mayerling gehört. Man wollte zuerst nicht einmal dem kaiserlichen Paar erzählen, was wirklich passiert war. Zugleich wurde auch Marys Onkel, Georg Graf Stockau, vom Obersthofmeister des Kronprinzen, Graf Mombell, informiert. Dieser deutete ebenfalls an, Mary habe Rudolf vergiftet und müsse nun heimlich aus Mayerling entfernt werden.
Als Helene Wetscherer kurz darauf bei ihrem Schwager eintraf, teilte man ihr dieselbe Version mit. Und wenig später erschien Generaladjutant Graf Paar im Palais Wetscherer und erklärte der Familie, Mary habe den Kronprinzen und anschließend sich selbst vergiftet. Um den Skandal einzudämmen, empfahl man Helene dringend, das Land sofort zu verlassen. Man warnte sogar vor einem möglichen Ausbruch der Volksleidenschaft. Noch am selben Abend wurden sie zum Bahnhof gebracht und nach Venedig geschickt. Erst Wochen später gab der Hof zu, dass diese Geschichte bewusst erfunden worden war, um zu verhindern, dass Helene nach Mayerling fuhr und die Herausgabe der Leiche ihrer Tochter verlangte. In Mayerling war unterdessen Dr. Wiederhofer eingetroffen und untersuchte den Tatort. Er berichtete später, dass Reste des Abendessens und leere Sektflaschen im Zimmer standen. Rudolfs Leiche wurde versorgt, Mary lag zunächst unbeachtet in einem anderen Raum. Und Marie Larisch berichtete später, wie Dr. Wiederhofer Marys Leiche fand. Loschek zu Dr. Wiederhofer. Sehen Sie sich einmal die Frau an. Er ging dem Doktor voran und führte ihn einen Korridor entlang. Dann öffnete er eine Tür, die durch ein Dachfenster spärlich erhellt wurde. Da sah ich den Körper einer Frau. Ich sagte Loschek, dass ich in der Dunkelheit die Leiche dort, wo sie lag, nicht besichtigen könne. So trug er sie denn in das anstoßende Zimmer und legte sie auf den Billardtisch. Dann begann ich die Prüfung. Ich entfernte das lange Haar aus dem Gesicht, das fast darin verborgen war. Dann erkannte ich Mary Wetscherer, das Mädchen, das ich seit seiner Kindheit gekannt habe. Inzwischen war Helenes Schwager Georg Stockau nach Mayerling gefahren, um Mary abzuholen. Was man ihm aber nicht gestattete, da angeblich die Leichenbeschau noch nicht abgeschlossen sei. Vermutlich wollte man vermeiden, dass der Abtransport der Leiche von dem an diesem Tag etlichen Anwesenden bemerkt werde. Stockau durfte zwar nicht einmal ihre Leiche sehen, brachte jedoch in Erfahrung, dass beide Toten Schusswunden aufwiesen und Mary den Kronprinzen nicht umgebracht hatte. Nach Wien zurückgekehrt, informierte er sofort Helenes Bruder, dass beide an einer Schussverletzung gestorben waren und es laut Dr. Wiederhofer überhaupt ganz ausgeschlossen erscheine, dass Mary den Kronprinzen ermordet habe. Helene Wetscherer kehrte daraufhin sofort nach Wien zurück. Dort erfuhr sie erstmals die Wahrheit über Marys Tod. Zugleich erhielt sie die Nachricht, dass Abschiedsbriefe existierten. Im Kuvert, das Rudolf an sie adressiert hatte, befanden sich tatsächlich 3 Briefe Marys, an ihre Mutter, ihre Schwester und ihren Bruder, datiert auf den 29. Januar 1889 in Mayerling. Nachdem Helene diese gelesen hatte, wurden sie zunächst wieder an den Kaiserhof zurückgegeben, später aber dann der Familie überlassen. Und gleichzeitig erhielt die Familie die Weisung, Mary in Heiligenkreuz zu bestatten, ohne öffentliches Aufsehen, ohne Leichenwagen, möglichst heimlich. Während Rudolf nach Wien zurückgebracht worden war und dort aufgebahrt wurde nach dem gängigen Zeremoniell, lag Mary, unbeachtet unter Kleidern verborgen, seit fast 38 Stunden tot. Wie auf das Bett hingeworfen, den Kopf nach rückwärts gesunken, denn man hatte es nicht einmal der Mühe wert gehalten, das Haupt der Leiche zu stützen. Ihre Augen seien weit geöffnet gewesen. Blut habe ihr Gesicht bedeckt, ihre linke Hand habe krampfhaft ein Taschentuch umschlossen. Die Schussverletzung an der linken Schläfe war deutlich sichtbar. Da der Hof weiterhin jede Aufmerksamkeit vermeiden wollte, musste Marys Leichnam heimlich abtransportiert werden. Ein Sarg durfte zunächst nicht verwendet werden. Schließlich banden ihre Angehörigen ihr sogar einen Spazierstock an den Rücken, damit es im Dunkeln wirkte, als begleitete sie eine lebende Person. Helene schildert später: So wurde die Leiche der Baroness Mary in den Fond des Wagens halb liegend gesetzt, halb sitzend in tiefer finsterer Nacht nach Heiligenkreuz überführt. Der Friedhof Heiligenkreuz befand sich im Stiftsbesitz und lag außerhalb von Alland, wo die Anwohner sich wahrscheinlich gefragt hätten, welche fremde Person hier auf ihrem Friedhof bestattet wurde. Deswegen eben ein anderer Friedhof. Bei Marie Larisch ist nachzulesen: Kein Leichentuch war da, die Tote einzuhüllen,
und der tote Körper wurde roh in den ungefütterten Sarg gelegt. Arme Mary. Welch ein schreckliches Ende für ein Leben, das so reich an Hoffnungen schien. Graf Stockau faltete Marys Hut zu einem Kopfkissen zusammen und legte das Haupt der Toten darauf. Dann nahm er das goldene Kreuz, das sie um den Hals trug, und gab ihr das Symbol der Liebe und Vergebung in die steifen Finger. Die Mönche schlossen darauf den Sarg und trugen ihn fort. Am Morgen des 1. Februar wurde sie bei Sturm und Regen in einem eilig ausgehobenen Erdgrab in einem einfachen Holzsarg bestattet. Dieses Grab befand sich an der westlichen Friedhofsmauer in der Nähe des alten Eingangs nördlich der Totenkammer. Es ist unglaublich, wie der Hof nicht nur mit Mary, sondern auch mit ihrer Familie umging. Am selben Abend kam dann nämlich Ministerpräsident Taaffe zu Marys Mutter, um ihr auszurichten, dass sie keinesfalls am Begräbnis Rudolfs teilnehmen könne und abermals sofort abreisen solle. Darüber hinaus wurde sie angewiesen, Marys Grab in Heiligenkreuz weder zu besuchen, noch es richten zu lassen, da so viele Journalisten die Gegend unsicher machen. Taaffe verlangte weiters, dass Helene nach Ablauf der Frist Mary dann abholen und woanders hinüberführen sollte, was sie aber strikt ablehnte. Am 16. Mai wurde Mary dann, samt dem ursprünglichen Holzsarg, in einen prunkvolleren Kupfersarg umgebettet und in einer neuen Gruft, die ihre Mutter bauen ließ, beigesetzt. Am 31. Oktober dann wurde auch eine Kapelle eingeweiht. Die Baukosten trug zum größten Teil Helene Wetscherer. Über dem Altar befindet sich ein buntes Glasfenster, das die schmerzhafte Mutter Gottes auf einem Thron sitzend zeigt, mit zwei zu ihren Füßen betenden Engeln. Der rechts kniende Engel zeigt die Gesichtszüge Marys und trägt ein weißes Kleid für die Unschuld. Der links kniende jene ihres Bruders Lazi in einem roten Rock, da er ja beim Ringtheaterbrand im Feuer umgekommen war. Ursprünglich sollte das Marienbild auch die Züge von Helene tragen, wohingegen aber das Stift Einspruch erhob. An der rechten Innenwand der Kapelle durfte eine Gedenktafel mit folgendem Text angebracht werden: In frommen Gedenken an Ladislaus und Maria, die süßesten, frühzeitig entrissenen Kinder, hat die durch Schmerz betrübte Mutter ein Gelübde einlösend diese Kapelle erbaut im seligen Jahr des Herrn 1889. Der Name Wetscherer durfte nicht aufscheinen, was der Stiftskämmerer Pater Alberich Wilfinger in einem erhaltenen Briefentwurf damit begründete, dass sich das Stift als Eigentümerin der Kapelle nicht in Widerspruch zum allerhöchsten Kaiserhaus setzen könne. Es hatte also die Hofbehörde die Nennung des Namens untersagt. Immer noch blieb Mary keine Ruhe vergönnt. Im April 1945 wurde die Gruft von sowjetischen Soldaten geplündert. Nach dem Abzug der Soldaten wurden die Schäden dann nur oberflächlich behoben. Zu einer Neubestattung kam es erst am 7. Juli 1959. Dabei wurden die sterblichen Überreste in einen neuen Zinnsarg umgebettet, der auf Eisenträgern über dem alten Prunksarg platziert wurde. Dieser Sarg wurde dann in der Nacht zum 26. Juli 1991 vom Linzer Möbelhändler und Hobbyhistoriker Helmut Flatzelsteiner aus der Gruft entwendet, um das Geheimnis der Tragödie um Mayerling endlich zu klären. Er ließ die sterblichen Überreste Marys wissenschaftlich auswerten, ohne dabei aber die Identität der Toten preiszugeben. Das medizinische Gutachten ergab, dass es sich bei der Leiche um eine ca. 18-jährige weibliche Person handelte, die eindeutig erschossen wurde, und zwar nicht von sich selbst, weil diese Rechtshänderin war und das Einschussloch links ist. Die Liegezeit der Leiche betrug etwa 115 Jahre und die Kleidung der Toten entsprach auch der damaligen Zeit. Im Dezember 1992 gelang der Fall durch den Journalisten Georg Markus an die Öffentlichkeit. Der Grabschänder, der seine Tat in einer Monographie als Entführung bezeichnete, entging zwar einer Anklage, da die zuständige Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt die Strafanzeige wegen des Verdachtes des schweren Diebstahls, dauernder Sachentziehung sowie Störung der Totenruhe zurücklegte. Nach einem Zivilprozess musste er jedoch dem Stift 27.500 Schilling, also fast 2.000 Euro Schadensersatz zahlen.
Am 28. Oktober 1993 erfolgte die nunmehrige letzte Beisetzung Marys in ihrem inzwischen 4. Sarg und die Gruft wurde dann mit Erde gefüllt, um einer neuerlichen Grabschändung vorzubeugen. 2007 wurde im Stift Heiligenkreuz der alte Kupferprunksarg durch Zufall wiedergefunden. Er wurde restauriert und kann seit 2010 im Karmel Mayerling besichtigt werden. Während Kronprinz Rudolf beinahe augenblicklich zu einer historischen Figur wurde, zum tragischen Thronfolger, zum politischen Hoffnungsträger, zum unglücklichen Sohn Kaiser Franz Josefs, verschwand Mary Wetscherer fast vollständig aus dem Gedächtnis. Solange die Monarchie bestand, blieb ihr Name in den Medien tabu. Einzig das Neue Wiener Tagblatt beruft sich am 5. Februar 1889 auf ein im Ausland kursierendes Gerücht, wonach Kronprinz Rudolf in Mayerling aus unglücklicher Liebe mit einer Dame der Gesellschaft Selbstmord begangen habe. Kein Name, keine weiteren Andeutungen, nichts. Mary Wetscherer wurde offiziell totgeschwiegen. Und das fast 30 Jahre lang, bis zum Zusammenbruch der Monarchie im Jahr 1918. Doch auch wenn die offiziellen Zeitungen nicht darüber berichten durften, kamen sofort nach der Todesnacht in Mayerling Geschichten auf. Geschichten über eine Liebestragödie. Marys Name blieb immer mit Mayerling verbunden. Man romantisierte sie, machte sie zur Verführerin, zur naiven, emotional abhängigen Närrin, zur hysterischen Jugendlichen, zur willenlosen Begleiterin eines verzweifelten Kronprinzen. Je nach Zeitgeist veränderte sich ihr Bild. Doch selten wird an das erst 17-jährige Mädchen erinnert, das wenige Monate zuvor noch bei zahlreichen Wiener Gesellschaften aufgetreten war, die von allen Seiten für ihre Schönheit gerühmt wurde und der glänzende Partien in Aussicht gestanden wären. Sie war so jung, dass sie sich selbst noch nicht kannte. Sie konnte nicht in Worte fassen, was Glück für sie bedeutete. Auf jeden Fall glaubte sie an die Liebe. Eine Liebe, die stärker war als der Wille zu leben. Wie mit ihrer Leiche und ihrem Denkmal umgegangen wurde, ist erschreckend. Und deswegen erinnern wir heute an sie. Mary Wetscherer. Was sind eure Gedanken zu der Geschichte? Lasst uns in den Kommentaren respektvoll darüber diskutieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir durch ein Like, ein Abo und ein Hype. Und dann sehen wir uns nächste Woche beim Video zur Denkschrift ihrer Mutter wieder. Gerechtigkeit für Mary.